Puccini 750 HTD 2.5. Wir sind auf den Caravansalon 2021, die 2022er Modelle mit Sabrina Fewinger von AMC Schmidt aus Idar-Oberstein. Das ist ja mal ein langer Lulatsch, oder? Das ist ein langes Gerät. Hallo Sven. Hallo Sven, hallo Sabrina. Guck mal gerade auf deinen Spickzettel, denn du hast die ganzen technischen Daten nämlich da und sagst mir mal gerade die Länge von ganz hinten bis zur ich sag mal, dem Punkt, wo man ihn anhängt. Ich schätze mal, das sind bestimmt 9 Meter, 10 Meter? 9,48 Meter. 9,48 Meter. Nutzlänge von 7,44 Meter. Übrigens, wenn ihr sowas ziehen wollt, 2,5 Tonnen, es gibt nicht mehr so viele Autos, die das serienmäßig können, aber der VW-Bus, der T6, der kann das noch, ja, wenn er, ich sag mal, die Anhängerkupplung dafür hat, aber trotzdem vorher das Zugfahrzeug testen, oder? Denn das Gesamtzuggewicht, das ist auch noch ganz wichtig, ja, prüft das. Aber die Leute, die sowas kaufen, die haben meistens auch große Fahrzeuge, ein SUV oder ein Ducato oder ich sag mal ein Crafter oder so irgendwas. Die wissen, was sie tun, sagen wir es einfach mal so. Ja? Man sollte vorher immer unter 0,1 und 0,2 in seinem Schein vom Auto mal schauen, was man Masse im fahrbereiten Zustand tatsächlich fahren kann. Dieses Fahrzeug hat schon 2,5 Tonnen serienmäßig und kann auf 2,76 Tonnen aufgelastet werden. Dann ist aber Schluss. Dann ist Schluss. 2,76. Was wiegt der leer ungefähr? Der hat leer. Wir haben ja den Spickzettel. Ich sag ja, die Leute, die wissen ja genau. 1208. Echt? Nee. Hat er richtig Zuladung? Der hat Zuladung von 360 bei den 2,5 Tonnen und dann nachher, wenn du dann 2,76 hast du das als Zubehör. Okay, prima. Ja, ganz neu, Stützrad mit Radlastanzeige. Das heißt, du hast eine Waage mit eingebaut, eine kleine. Ob die dann so ganz genau ist, aber es ist mal so ein Schätzmeter. Kannst du mal gucken, ob das alles passt. Denn die Beladung ist ja ganz, ganz wichtig. Je nachdem, wie du belädst, kann das auch richtig in die Knie gehen oder ganz weit oben. Es sollte wie sein? Korrekt, also sie haben alle 100 Kilo Stützlast. Das hängt halt auch mit dem Auto dann nachher mit der Anhängerkupplung auch zusammen. Da muss man dann halt auch sich kundig tun. Wir hatten tatsächlich schon einen Kunden, der ist von der Polizei angehalten worden und dann hat er der Polizei erklärt, seine Stützlast stimmt. Und dann hat er den Wohnwagen abgehängt und hat die Stützlastwaage genommen und sagt, guck, die Stützlast stimmt. Ob er nachher weiterkam, kann ich dir nicht erzählen. Das hat er mir dann nicht mehr erzählt. Normal ist es, dass man das ausnutzen muss und das sind Wurfgeschosse, die da unterwegs sind. Bitte passt drauf auf. Sehr schön, ja. Wer ein bisschen mitfährt, also ein bisschen Erfahrung auch so, aber ich meine, das hier ist ja an Profis. Mach mal bitte auf, dass wir da mal reinschauen. Die hatten ja, immer noch. Das sieht aber jetzt richtig schön aus, war ja vorher, sieht jetzt so aus, als wäre es komplett integriert, ja, ganz weiß. Sie haben einiges gemacht, Riffelblech ist mit drin. Do-Control ist eingebaut, das heißt, die Gasflaschen schalten automatisch um. Hier immer wieder bei Tabat. Die Kurbel ist normal hier drin, oder? Wenn eine leer ist, schaltet auf die zweite um, richtig. Und die Kurbel, die legt man halt hier hin. Okay, verstanden. Hier vorne sieht man es. Das hier ist zum Rangieren, aber du empfiehlst natürlich bei der Länge entweder 10 starke Jungs oder 3, 4 Jungs oder ein Mover, oder? Da kann man einen Mover mit unterbauen, ja, wenn man keine 10 starke Jungs hat. So, der hat jetzt schon Entertainment eingebaut? Der hat schon viel Entertainment eingebaut, zum Beispiel unser Allrounder-Paket. Du siehst es hier oben, ist jetzt die Oyster Twin-Antenne. Die ist schwarz mit einem Doppel-LMB. Die gibt es aber auch als Single-Antenne von Caro. Und dann hat er drinnen Radiovorbereitung, Radio, ein Fernseher. Der Mover ist in dem Allrounder-Paket. So, der hat jetzt durchsichtige Scheiben ohne Tönung. Die gibt es auch mit Tönung auf Wunsch? Nee, die Tönung ist so, das sind die Seitsfenster. Die Seitsfenster? Ja. Okay. Ne? Immer ein bisschen schnell. So, weil ich das nämlich kenne teilweise mit einer, ich sag mal, fast Sonnenbrillentönung, die gibt es hier nicht. Das sind bei den Franzosen, hast du das schon oft bei mir gesehen. Ja, habe ich schon gesehen, ja, dass man da reinkommt. Das ist so, es gibt eine Version für südliche Länder, ruhig euch mal ansprechen. Also da kann man, ich sag mal, eventuell, ich sag mal, aus diversen Baukastensystemen auch noch mal wählen. Aus diversen Baukastensystemen kann man da wählen. Das ist nämlich jetzt ein schönes Feedback auf unseren 635er als Franzose. Der ist nicht so lang, haben wir auch schon mal ein Video gedreht, da ist der Herr Schmidt zu sehen, das hast du mit ihm gemacht. Sollte man sich vielleicht auch mal anschauen und da bauen wir im Moment die Cinderella-Toiletten dann für die deutsche Kundschaft ein. Der ist nicht so lang, man hat nicht so ein Geschoss. Die haben auch schwarze Fenster dann, oder? Die haben dunklere Fenster, ja.
So, Multi-LED-Rückleuchte, die sieht auch schick aus, blinkt schön, überhaupt das Design, Breite 2,50 haben die, ne? 250, ja. Ja, das kommt gleich dem Innenraum zugute. Was schön ist bei Wohnwagen, die sind nicht so hoch. Das ist natürlich klasse, wenn du jetzt einen Mover hast und willst auf den letzten Campingplatz nach Italien, auch wenn er noch so klein ist, du kommst da irgendwie rein, ja. Das ist wirklich so. Kannst du schön elektronisches Auto fahren hier, Spielzeug für Erwachsene. Ich meine aber auch jetzt oben natürlich die Äste, du weißt das, in Italien manchmal hast du da so Bäume drüber und so, wo du mit dem Wohnmobil schon lange nicht mehr reinkommst. Im Wohnwagen bist du da bei einer maximalen Höhe, ich denke, was hat der da? Knapp so 2,80 Meter Höhe? Höhe kann ich dir genau sagen, der hat 2,65 Meter. 2,65, also Innenmaß auch wie eben gehabt bei dem anderen Puccini 1,96 Meter im Innenleben. ja, hier sieht man, ihr habt eine Aktion im Moment auf der Messe, Klimaanlage umsonst, nee, nicht. Klimaanlage für 990 von Truma und von Dometic für 890 €. Ja, das sind immer die Messe-Gimmicks bei der Firma Tabat. Ja, extra breite Aufbautürserie. Jawohl. Ja, hier vorne GPS-Ortungssystem, geh mal kurz drauf ein. Das ist jetzt in Serie, bedeutet, wenn jemand versucht, die Kiste zu klauen, wird gemeldet. Da hast du eine Hardware drin, genau, die kannst du über einen Anbieter, die Firma Velocate, dementsprechend aktivieren und siehst auf deinem Handy dann, wo dein Wohnwagen steht, fährt, bewegt wird, kannst einen Radius um den Wohnwagen drumherum legen. Wenn er den Kreis verlässt, bekommst du automatisch Meldung. Große Aufbautür, Fliegenschutzgitter Serie jetzt mittlerweile. Nein. Nein, kostet extra. Ist aber sehr praktisch. Am besten direkt mitbestellen. Ja. Teppich auch. Du hast gesagt, also wenn man den nicht gleich mitbestellt, dann wird es teuer später. Richtig. So sieht der Boden normal aus. PVC-Bodenbelag. So, man kann den mitbestellen. Der kostet wie viel ungefähr, wenn man den direkt bestellt? Um die 400 €. Ja, aber ansonsten, Länge des Fahrzeugs. wenn man sich da hinsetzt und ich sag mal, misst den aus, macht den, da bist du Jahre dran und der kommt fix und fertig. Also das ist fast ein Schnäppchen, denn der ist genau... Ohne zu machen, die Ketteln zu lassen, da bist du mehr unterwegs, wie dass du sagst, okay, bestell dich gleich mit. Du hast Erfahrung, sehe ich schon. So, wir gehen mal rein. Direkt am Eingang hast du jetzt, gut, Twin LMB, wahrscheinlich 2 Fernseher drin, das werden wir gleich sehen. Ja, genau, haben wir eben gesehen mit der Oyster-Anlage. Boah, das ist ganz schön schick hier. Ist das wirklich noch ein Tabat? Mhm. So, Backofen drin. Die Sitzgruppe. Oh, guck mal hier. Das ist ja süß. Die Arme. Die macht Camping. Die macht Camping. Ey, es tut mir so leid, dass die Spinnen da sind. Warte mal, ich hol die mal gerade raus. Komm mal her, mein Schatz. Ich mach dir nichts. Oh je, aber bitte nicht tot machen. Nee, machst du da drauf hier. Machst du drauf? Komm, Liebling. Oh, so Jetzt runterfällt. gehst du zum Sven. Ja, und weg. Teamwork. Sehr gut, das ist draußen. Nee, ich kann irgendwie keine Tiere töten. Ich weiß nicht warum. Stechmücken. Das ist das Einzige, was ich... Wir wollen den Wohnwagen präsentieren. Ja, ist ja gut. Ja, ich mach mal grad. Ja, braunes Leder. Das ist jetzt aufpreispflichtig. Echtes Leder riecht auch gut, oder? Das ist das Echtleder, das riechst du, gell? Das ist eine ganz andere... Das fühlt sich an wie so eine Rolf-Benz-Couch, die du hier jetzt hast. Ja, das ist wirklich ganz edel. Wenn ich mal kurz mal reinsetze, ist das straff? Dass du da so... Oder... Ist schon geil, oder? Der Vorteil ist, das kriegt so eine Patina, wenn es benutzt, ja, die ganz anders ist. Also Tipp ist schon Echtleder, also wenn man sich leisten kann, einige tausend Aufpreis. Aber das ist auch richtig viel Arbeit, wenn du es mal gerade umdrehst, wie das so gemacht ist, auf der Rückseite vom Polster. Also Perfektion. Wird nicht so oft verkauft bei euch, oder? Das Echtleder, doch, mach so oft. Farben vom Leder, kann man wählen oder gibt es nur das? Für das Echtleder gibt es nur dieses Copy-Puff. Bleib mal so sitzen, ich will mal gerade zeigen, wie entspannt du bist. Nach 4 Tagen Messe. Du hast doch gesagt, ey Sven, gib Gas. Ja, wir haben so viel zu tun, ja, um 11 Uhr, weil ich hätte normal um 8 kommen müssen, aber ich habe gesagt, ey, das kriege ich nicht hin, ich komme um 9 und jetzt sind wir schon dran. Jetzt ist gleich Messebeginn. Jetzt geht's unter der Woche oder ist hier auch unter der Woche, kommen wahrscheinlich die kaufen wollen, oder? Also gestern auf Montag war auch wieder bei uns Bombe. So, Jenat Sound-Paket ist hier mit drin, ist verbaut. Das ist das neue Holz? Das ist Puccini. Guck mal da. Das ist schön gemacht, auch von der Seite, wenn du mal guckst, wie aufwendig das gefertigt ist. Da ist innen drin mit dem Abstand, mit den Hinterleuchtungen. die Hinterleuchtung, die dann nochmal reflektiert wird. Das heißt, ihr habt dort so ein Plexiglas-Element mit drin, dass das also nochmal zusätzlich sowas ganz Schickes irgendwie bietet. Und da ist die Hinterleuchtung, wenn du die zumachst, sind die LEDs drin.
Richtig cool. Alles ist dimmbar. Ihr habt jetzt ein Bussystem für die Beleuchtung mit drin. Das heißt, nicht mehr diskrete Schalter, sondern man kann also von allen Punkten aus die Lichtszenarien an- und abschalten. Das heißt, wenn ich im Bett liege, muss ich nicht extra mal nach vorne gehen, oder? So sieht's aus. Das siehst du gleich hinten, direkt neben deinem Bett. Sag mal hier 1 und 2. Was kann der mittlere Schalter? Draußen. Draußen, okay. Okay, verstehe. Ja, das hier ist was ganz Tolles. EP-Hubstützenanlage ist hier eingebaut. Oh ja, was Tolles. Klär mich auf. Ja, der Wohnwagen wird abgestellt. Du musst deine Stützen normal dann runterdrehen. Das macht das Fahrzeug hier selbstständig und richtet dir den per Waage aus. Sehr, sehr ratsam, sage ich jetzt mal, beim Puccini 57 und beim Cellini. Das ist natürlich, das kostet ein bisschen Geld, aber ruhig mal fragen, denn Thema Nachrüstung schön, aber ab Werk, das ist was richtig Tolles. Man drückt auf den Knopf, ist angekommen, die Kiste steht gerade. Das ist schon gut, oder? Ja. Vor allen Dingen ist es ein Hingucker bei allen rundherum, die sagen, was macht der denn da jetzt? Man hat gleich Kommunikation. Ein Glasapotheker. Mit Spiegel sogar. Dann ist das hier ein Kleiderschrank, der da? Da ist ein Kleiderschrank. Da ist einer hier oben. Ja. Da ist der Kleiderschrank. Hier haben sie jetzt Alde verbaut. Eine alte drin. Ist aber keine Fußbodenheizung, ne? Die haben die Schlangen nicht Die drunter gelegt. Haben auch eine Fußbodenheizung. Also Alde musst du aufrüsten. Entweder hast du die alte Heizung mit alte Fußbodenheizung dran. Aber der hat ja halt schon eine Fußbodenerwärmung. Elektronisch. Achso, der hat eine elektrische Fußbodenerwärmung plus die Warmwasserheizung von Alde, was natürlich an Komfort nicht zu überbieten ist. Hat nichts zu tun mit einer Luftheizung. Ich habe selber eine Alde drin. Ich hatte vorher auch eine Truma, ist alles ganz nett, aber das ist Wärme wie zu Hause, wirklich. Du hast ja dann auch nicht die Umluftschläuche und sowas. Du hast ja richtige Heizkörper, also einen richtigen Heizkörper. Ist das teuer, die Alde? Was kostet das? Muss ein bisschen in die Hosentasche Auch greifen. ein paar Tausender. Ja. Aber es ist auf lange Zeit, wenn man das wirklich lange benutzt, so als zum Beispiel Hausersatz oder Wochenendhäuschen, schon eine tolle Investition. Zumal damit ist das Ding so richtig wintertauglich. Nicht, dass die Truma das nicht kann, aber das ist eine Wärme. Du hast keinen Luftzug, gerade Leute, die luftempfindlich sind und so, zugempfindlich. Unterscheiden, genau. Ja. Das musst du unterscheiden, weil entweder gehe ich campen und mache das alles auf alt bewährt, Ja. oder wie du jetzt eben erwähnt hast, da hast du komplett recht, ob ich das Ding irgendwo hinstelle. Als Wochenendhaus. Es gibt ja welche, die kriegen keine Baugenehmigung, ja. Die können das Fahrzeug zulassen, stellen es dahin und benutzen es halt. Ob das zulässig ist, haben wir dahingestellt. Aber es ist ja kein Bauwerk, sondern ein Fahrzeug. Weil es nochmal rückbaubar schnell ist. Ja, Genau. ist so. Hier kann ich dir nicht zeigen, dass er von der anderen Seite aufgeht. Da hat den schon einer kaputt Abgerissen. gemacht. Normalerweise genau dasselbe wie hier oben. Das ist interessant, dass ihr hier auf dem Messebetrieb quasi, ich glaube, hier gehen dann irgendwie gefühlte 100.000 Leute durch die und rütteln und machen und tun. Ich habe noch nie einen gesehen, der abgerissen wurde. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und ich habe wirklich viele gesehen. Aber das ist ein Härtetest auch für alles, was ihr hier habt. Ja. Was ist üblicherweise gerne mal kaputt? Irgendwie Scharniere? Halt wirklich hier den Kühlschrank, weil sie das einfach probieren und auch mal hingehen und das beides hier aufmachen. Und dann passiert sowas. Oder vielleicht hat einer den rechten Anschlag, fand er ganz toll. Er hat gesagt, okay, Kann ich zu Hause gebrauchen. kann ich zu Hause gebrauchen für die Modelleisenbahn. Es gibt eine Zwischentür. Fest. Jawohl, Okay. Ab Vivaldi. So, Klimaanlage, hier ist die Truma Venta drin. Wir haben es ja draußen gesehen, das Klimaanlagenpaket. Hier ein französisches Bett. Das muss man mögen, muss man sagen. Man kann es ausziehen. Es hat nämlich hier eine Verlängerung und hinten ist das Ausgleichspolster. Da wird es noch mal ein gutes Stück größer. So, da kommt hinten das Ausgleichspolster rein. Du kannst trotzdem hier Noch durchgehen. Aber es gibt auch Leute, die nutzen sowas auch alleine. Ja. Dann braucht man es nicht. Und das geht relativ fix. So, das sind jetzt alles 2-Personen-Grundrisse, die ich hier habe. Die da sind. Habt ihr auch einen Kindergrundriss, eigentlich mit Stockbetten, Doppelachser, gibt es sowas? Nicht im Puccini, das ist der Da Vinci. Der hat Da Vinci. ein schönes, großes Kinderzimmer. Ihr verkauft viele Puccinis, oder? Wir verkaufen Puccinis, Da Vincis, wir haben Alles. halt fahrende Schausteller, normale Camper, alle gern bei uns gesehen. Beleuchtete Deckenschrankklappen. Die haben wir eben schon gesehen. Da ist so ein Plexiglas-Element ist eingelassen an der Seite. Gern mit mir aufbetten, gell? Du, wenn ich schon mal
wenn ich schon mal die Spezialistin für Doppelachser-Wohnwagen dabei habe, dann darfst du auch mal ein bisschen was arbeiten für dein Geld. Das ist so der. Ich guck mal gerade. Das ist immer wieder schön zu sehen, diese Armada an Beschlägen, die irgendwie Tabat verwendet, aber lieber zu viel als zu wenig, oder? So sieht es bald aus, ja. Das ist ja so beim Transport, ich meine Hand aufs Herz. Das Holz arbeitet, das hier ist alles Leichtbau. Je mehr Beschläge, desto besser. Wir haben oft, dass die Leute sich dann beschweren, wirklich, der Spaltmaß stimmt jetzt nicht mehr und das. Hier immer dran denken, wirklich das Fahrzeug, man muss halt manchmal Sachen nachstellen. Das Fahrzeug bewegt sich, das hat Spannungen und. Du weißt, was sie machen bei Volkner? Bei Volkner, wenn das Reisemobil ausgeliefert wird, muss der Kunde eine Woche da bleiben, fahren damit, das aktiv benutzen und alle Einstellungen werden in der Woche gemacht. Und dann sagt er, ist 90% der Sachen weg. Okay, ist so. okay. Aber es sind so Kleinigkeiten. Wir bieten ja generell auch den Leuten an, bei uns in dem Moment, weil sie ja jetzt, wenn sie auf der Messe kaufen, das Fahrzeug ja bei uns halt in Niederoberstein abholen müssen. Ja, es geht ja nicht anders. Dass sie auch bei uns, wir haben auch einen Platz, hast du ja schon gesehen. Da stehen ja ab und zu auch welche, dass sie eine Nacht, 2, 3 Nächte bei uns bleiben können, wenn dann irgendwas ist. Und dann können wir sie noch bei der Handhabung unterstützen und auch solche Dinge klären. Also es gibt es nicht nur bei anderen, es gibt auch bei der Firma Schmidt. So, ihr verkauft Hunderte von Wohnwagen im Jahr, fahrt jeden Tag ins Werk. Das ist so, seid der Spezialist für eine Gruppe, eine Zielgruppe, die wirklich fest darin wohnt. Tabat sehr beliebt, wer jemals durch Frankreich gefahren ist, Plätze voller Tabat. Da gibt es 2 Marken ja nur, habe ich das Gefühl. Eine Marke, jetzt überlege ich gerade, die haben früher mal irgendwelche Traktoren gebaut. Fendt ist es und Tabat. Die teilen sich so fast so ein bisschen den Markt. Und ihr könnt mit Fug und Recht behaupten, eine der meistgeklauten Marken der Welt. Ja, es ist zumindest mal in Europa. Mit GPS. Mit GPS. Das ist nicht ohne Grund, das ist es da drin, nicht oder? ohne Grund da drin, genau. Jetzt hast du ja auch noch, wir haben ja die Neuerung, dass dieses GPS-Gerät haben wir ja jetzt schon Jahre serienmäßig eingebaut, dass du da auch mit Bewegungsmelder jetzt arbeitest und. Gaswarnmelder sind mit drin, kannst du erwerben. Das sind halt so die Neuerungen für 2022. Ja, da ist auch eine Chipkarte gleich drin, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Die also das aktivierst du mit dem Anbieter. Das Ding ist autark. So, großer Kleiderschrank. Habe ich dich jetzt mal umgekehrt aufs Bett gebracht. Ja. Aber der ist echt groß. Da gibt es dann 2 Kleiderschränke. Ich denke, das ist das Minimum, wenn man ja etwas länger darin wohnen möchte. Es spricht einiges für den Wohnwagen, muss man fairerweise sagen. Das heißt also, die Wohnmobilkultur ja, aber... Die Gestänge, wollte ich dir sagen. Das Gestänge? Wir also auch reinmachen. Ah, okay. Das haben wir also auch zum schon Hängen, meinst du? Dass wir wirklich dann die Böden rausnehmen und machen noch Gestänge rein. Da kann man die auch noch nutzen, für was hinzumachen. Das ist ein schönes Sideboard hier. Das gefällt mir. Für so Kleinigkeiten. Auch Flaschen gehen rein. Es ist Wahnsinn, was du manchmal in einem Wohnwagen alles unterbringen kannst, was du das nächste Jahr, wenn du eigentlich für den Winterfest machst, doch noch findest. Ja. Also ich räume immer alles aus. Habe ich früher gemacht beim Wohnwagen. Alles komplett raus. Und dann überlege ich mir, ob ich das beim nächsten Mal nochmal mitnehme. Weil ansonsten bist du immer überladen. Das ist oft so das Problem, was du hast. Ja, da muss man aufpassen. Das sage ich meinen Kunden auch immer mal. Eine Kofferwaage holen, mal alles, was man reinlädt, was man weiß, was drin bleibt, zu wiegen, aufzuschreiben. Wenn er dann für den Urlaub fertig gepackt ist, einen Baustoffhof zu nehmen, mal auf diese Waage drauf zu fahren und dann kommt das böse Erwachen oder man kann fahren. Ja, ganz wichtig, auch fahrt bitte drauf und hängt den Wohnwagen ab, weil das ist nämlich auch nochmal ganz wesentlich. Man kann die Stützlast zwar abziehen, aber diese Wagen, also ich habe ihn immer abgehangen kurz, das hat gerade eine Sekunde gedauert, bin mit dem Auto weggefahren, da hatte ich das echte Gewicht. Das war so. Das ist richtig, genau so sollte man es machen. Ja, das ist so. Vollkommen recht, ist auch unsere Devise. Macht das, denn es gibt Länder, die finden das gar nicht witzig und in Deutschland, da hat man jetzt ja noch relativ human gelöst mit 10% und einer kleinen Strafe und Ausladen und so. Aber fahren wir nach, wo war das letzte Mal? Tschechien, nee, war nicht Tschechien, Slowenien. Die lieben das, auch Österreich ist sehr beliebt, die Schweiz ab und zu mal. Aber es gibt so Länder, da lässt dein Auto stehen. Ja, und Korrekt, genau. Kostet Tausende von Euro. Also das ist so. Das ist ja mal ein Spiegel hier. Guck mal, was du da an Raumvolumen hast. Kannst du Warte, drin ich muss mal gerade hier ganz in die Ecke gehen, dass ich das mal drauf kriege. Da kannst du ja hier zu, wie heißt die eine Sängerin da, die deutsche Helene Fischer, könntest du jetzt hier das Radio anmachen, dein Jena Soundsystem und könntest dann tanzen.
Die ist so manchmal hier, ist das abends noch so? Ihr habt hier einen harten Messetag bis 7:30 und so. Da geht ihr wahrscheinlich danach noch in die Düsseldorfer Altstadt, oder? Und feiert noch bis um 2. Wir gehen was essen und gehen ins Bett oder machen bis nachts nach 12 zum Teil Angebote noch fertig. Das ist so eine Messe. Das sind 11 Tage, also es geht ja für euch schon donnerstags los, ja, wo ich sag mal Aufbau, letzter Aufbau und allem drum und dran. Du warst wann hier? Donnerstag? Wir sind am Donnerstag angereist, genau, sind ja selbst in den Fahrzeugen, sind nicht im Hotel, möchte ich noch mal erwähnen. Ihr seid selbst in Fahrzeugen, gell? Jawohl, genau. Ihr steht wo? P1 oder wo? Wir standen die letzten Jahre immer auf P1 und da ich ein großes Team dabei habe, stehen wir jetzt auf dem Campingplatz. Am Campingplatz. So, ich zeige es mal. Was auch toll ist, ist hier das Bad wie zu Hause. Überhaupt die ganze Möbelqualität. Das fühlt sich an, auch beim Schließen, das Geräusch. Das ist jetzt alles. Was war immer die Menge? Ja, was denn? Haben wir zwar ja schon öfter. Was Technik hinten dran. Viele denken, sie können hier noch Das Öffnen. was. Ich glaube, wenn man nur fest genug dran zieht, dann kommt es irgendwann mal runter. Ja, da siehst du, was hinten dran ist. Siehst du, was hinten dran ist. Ist aber nicht zum Öffnen. Nein. Ja, okay, da stellst du ja was rein. Dann hier Ablagen, das heißt, du kannst so Zahnputzbecher und Zahnpasta alles drauf stehen lassen. Elektronische Zahnbürste kannst du mit einstecken. Genau. Auf Wunsch, aber wenn jetzt einer sagt, ich hätte gerne hier noch eine Steckdose, ihr könnt sowas realisieren. Das oder? machen wir im Nachgang Macht ihr. dran oder direkt ab Werkseite mit. Hammerdusche. Guck mal, das Heckbad, das hat was, oder? Das ist Wahnsinn. Deswegen, ich habe dir erwähnt, 6,35, wenn einer kein so großes Fahrzeug fahren möchte, muss man dann halt gucken. Ist halt der Franzose, der ist halt ohne Toilette. Aber wenn man sowas möchte, gibt es halt auch. Tja, also da empfiehlt sich dann doch ein Festwasseranschluss, ein Citywasseranschluss, denn bei so einer Dusche, da will man dann schon mal 2 Stunden duschen. Das warme Wasser wird gemacht mit der Alde. Der Vorteil ist, sag mal, kann man hier eine Alde Flow nachrüsten? Habt ihr sowas schon mal gehabt? Ja, genau, da sind wir jetzt im Moment dran. Da sind meine Kolleginnen auch hier auf der Messe nochmal bei Alde unterwegs gewesen, damit man ein bisschen mehr Wasser dabei auch rausbekommen. Ich habe nämlich eine Alde Flow. Also es ist so, gerade wenn Leute ein bisschen länger duschen, beim Citywasseranschluss kannst du ja duschen, bis der Arzt kommt. Ja, wenn du beides Wasser fest hast angeschlossen du, ja. hast, Wasser hast du ja. Und ich habe eine Alde Flow, da drücke ich immer auf heißes Wasser und da kannst du mit ganz wenig Wasser ganz heiß duschen. Das geht normal nicht. Ja, also das ist wir erweitern das ja oder haben es die letzten Jahre mit einem BN10-Boiler bewältigt. Also Gas-Elektro-Boiler. Geht auch. Ja, ist so. Mach mal hier bitte. Großer Kleiderschrank. Hast du einen Schrank gefunden? Ja, du, ich bin ein totaler Schrankfan, Ja. weil es kannst gar nicht Schränke genug haben. Gerade dann, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, die wirklich gerne auch mal diverse Auswahlszenarien mitnimmt, dann, ja gut, ist ja wirklich wahr. Ich meine, Ja. warum denn auf irgendwas verzichten? Wer weiß, wie es Wetter wird und so, dann nimmt man dann was mit. Wir wären wieder beim Zuhause. Ne? Ja. Wir kommen nach Hause. So, und hier siehst du schön, das ist ein Heizkörper, warmes Wasser von Alde, was hier da ist. Und hier siehst du also, das ist der Abroller, zweimal eine Alde Heizkörper hier drin, Toilettenanlage. Das ist eine Kassettentoilette. Du empfiehlst, wenn jemand ein bisschen fauler ist, ruhig mal 2 Kassetten zu kaufen, oder? Meinst du, da sollte man 2 Toiletten mitnehmen? Weil du meistens bist ja mit dem Wohnwagen auf dem Campingplatz, du darfst ja nicht wild campen. Dann hast du auch mit dieser Kassette mal genug. Aber es ist, wie du sagst, gibt eine zweite. unterschiedlich. Wirklich nach Größe der Kassetten sollte man sich das überlegen. Ja. Ist so. Ihr habt Cinderella, ja. Da habe ich ein großes Video gedreht mit euch. Und ich war am Stand von Cinderella, habe auch nochmal gedreht. Das ist eine Verbrennungstoilette. Ihr habt die im Einbau. Der Kunde, der sie hat, will sie nicht mehr missen. Es gibt sogar jetzt fest an 230 Volt für Häuser. Hast du gewusst? Nein. Ja, also neu am Stand. Haben sie neu entwickelt. Heißt also, wenn jemand ein Wochenendhaus hat und so, denn ihr könnt die nämlich einbauen. Ja. Ruhig mal an euch wenden. Eine Verbrennungstoilette geht mit Gas und mit Strom. Gibt also entweder oder. Was habt ihr bisher eingebaut? Gas? Wir haben die Gas eingebaut und da hatten wir ja mit dem Timo zusammen mit dir ein Video gedreht, wo ihr das ein bisschen erläutert habt, wie wir das gemacht haben. Und das war bei dem 635er Puccini. Haben das Leute gesehen und kamen auf euch zu? Ja. Ja. Gut, obwohl das ja nur auch Wohnmobilisten. Ja, gut. Ich hoffe, ihr habt schon ein paar eingebaut. Ja, das ist der Gesamteindruck jetzt mal gerade. Toller Wagen, muss man sagen. Ja. Cinderella muss das freigeben. Das geht das nicht, freigeben? Es geht nicht bei allem. Also man muss dann bei uns anfragen, sagen, was für ein Fahrzeug man hat. Dann fragen wir das bei Cinderella an. Überall da, wo ich eine Toilette hinbauen will und hinten dran ist ein Fenster, funktioniert es schon nicht mehr. Komm, wir zeigen noch ganz kurz die Küche. Wenn du dich mal kurz davor stellst, du bist 1,67 Meter. Und bitte einmal reinstellen, bitte. Dass man mal sieht, du bist mein lebendes Metermaß jetzt.
1,67, 2 Oberschränke, die ja wirklich, da kannst du einen Klein drin schlafen lassen. Ungefähr, wer sich nicht traut, kommt da rein. Dann ganz neu, die gibt es schon wirklich lange hier, diese Dunstabzugshaube. Die ist sehr leise von Dometic. Ich muss wirklich sagen, das ist eine ganz prima Erfindung. Die meisten kennen die gar nicht. Und die ist sehr, sehr leise. Kann man übrigens auch zum Entlüften benutzen, ganz hervorragend. Ja. Du magst sie nicht so, ne? Ich habe viele Kunden, die haben zwar so ein Fahrzeug, aber die kochen nicht in ihrem Fahrzeug. Also, die haben übrigens gar keine, auf Wunsch übrigens auch Entfall. Man kann hier diese Kochfelder und das Ganze kann man auch weglassen. Die Arbeitsfläche bleibt dann durchgehend und die Utensilien sind lose beigelegt, damit du die, wenn du das Fahrzeug weiter veräußerst, nachher kann der sich das einbauen. Ja. Das geht, gell? Problemlos. Das ist unterschiedlich zu Modellreihe zu Modellreihe. Es gibt Leute, die machen das so, die haben vielleicht, die kochen woanders oder die gehen sogar irgendwo anders aufs Klo. Zeig mal, was war das? Messe, Snickers. Die Leute, echt? Das ist so. Nehmen wir gleich mit raus. Nehmen wir gleich mit raus. So, unten drunter das gleiche. Also riesen Staukästen, Schubladen und dann ein kleines, schönes, verstecktes Fach. Das hatte ich aber früher auch schon. Guck mal, das hier. Ja, das Seitenfach für Gewürze und Co. Da habe ich immer, unten habe ich immer die Ölflaschen reingemacht, damals, kurz nach dem Krieg. Gut, wir hatten ja nichts. Oh je. Nee, es war ein Puccini. 2013. Ich habe den ja tatsächlich 2014 gekauft, ohne Klo. Du weißt, was das für eine Version war, ein französischer. Und ich war echt zufrieden damit. Tolles Auto. Hier oben ist noch eine Ablage. Ich zeige mal gerade hier. Es ist um 10 Uhr. Wir haben gerade mal 2 gefilmt. Ich glaube, wir müssen mal den nächsten ein bisschen mehr Gas geben. Müssen wir Gas geben, hopp dann. So ist es. Soft-Close-Einzug bis zu 25 Kilo belastbar. Die Ablagen hier unten drin. Das Lichtszenario, das ist eine feine Sache. Alles dimmbar, oder? Das kannst du dimmen, ja. Wie funktioniert das? Festhalten, oder? Normalerweise, jetzt bin ich eben am Kopf. Warte mal, nee, hier ist nur an und aus. Das ist an und aus. Schön. Sabrina, komm, wir machen mal ein bisschen Werbung für deinen Laden. Den AMC Schmidt in Idar-Oberstein ist, man kann mit Fug und Recht behaupten, der größte Doppelachser-Spezialist Europas. Und ihr habt wirklich... Tandemachse, ja. Tandemachse, ja. So. Sieht's aus. Und das ist jetzt der größte aus der Puccini-Serie? Aus der Puccini ist das der 750er, der größte, was du bekommen kannst, ja. Ja, wenn man Interesse hat, ihr seid in Idar-Oberstein, die Edelsteinstadt, und da seid ihr auch schon wirklich sehr, sehr lange, habt auch den Service da. Ihr habt ein riesen Ersatzteillager, was also auch noch wirklich toll ist. Habe ich im Video gemacht, die Kollegen schon am Stöhnen, weil der Herr Schmidt gesagt hat, hier, mach mal ein bisschen Werbung für das Lager. Wir haben Sachen, haben sich viele gemeldet, oder? Richtig, ganz genau. Die rufen dann an, dann sage ich immer Fahrgestellnummer und dann müssen wir ab und zu suchen gehen. Das dauert dann ein bisschen länger oder müssen auch Sachen noch anfragen. Aber wir haben noch das ein oder andere. Sehr schön. Ja, jetzt kommt nämlich gerade die Durchsage. Hier wird übrigens immer schön gesaugt den ganzen Tag. Ihr habt einen ziemlich coolen Boden. Das ist diesmal, ist wahrscheinlich der Originalboden aus dem Tower, der da ist. Aber Messe, komm, wir geben Gas. Du hast schon wieder Kundentermine, gell? Nach 11. Ich habe noch Kundentermine, jawohl. Danke. Tschüss, Sabrina Fevinger. Ciao, ciao.